Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal nicht um KISS, nicht um Heavy Metal. Heute sind wir mal wieder in der EBM-Schiene, Electronic Body Music, und wir kümmern uns heute mal um Nitzer Ebb. Das Video wollte ich eigentlich schon viel früher machen, weil leider ist am 11. Juni Douglas McCarthy, der Frontsänger von Nitzer Ebb, verstorben. Und ja, ich wollte eigentlich mir zum Anlass nehmen, mal meine Pressung dieser extrem genialen Electronic Band mal zu zeigen, weil es ist einfach für mich der Wegbereiter mit Front 242 zusammen, finde ich, dieser Electronic Body Music, die mich auch so geprägt haben früher und mit meinen Lieblingsbands aus dieser früheren Zeit und der Electronic Body Music Szene überhaupt gehören. Deswegen starten wir heute mal mit Nitzer Ebb und all die Pressungen, die ich von dieser Band habe. Starten wir mit 7-Inch Singles. Da habe ich nicht allzu viel. Ich habe nicht die riesige Nitzer Ebb Sammlung, aber ein paar. Hier haben wir Murderers, cooler Song. Und auf der B-Seite ist Fitness to Purpose. Zwei sehr, sehr coole Songs. Kommt dann in dieser 7-Inch Single hier. So sieht das Teil aus. Fehlen mir auch noch so ein paar. Werde ich irgendwann mal auf die Jagd gehen nach ein paar mehr Nitzer Ebb Scheiben. Ja, Nitzer Ebb ist leider nicht immer durchgehend gut gewesen. Da kommen wir gleich zu. Aber haben auf jeden Fall Hammer-Songs. Dann hatte ich euch neulich ja schon gezeigt, habe ich die in Holland bekommen. Haben wir hier einmal Let Your Body Learn. Das ist eine Maxi, auch ein sehr, sehr cooler Song von Nitzer Ebb. Schönes Teil. Witzig auch da oben International Funk Aggression. Die Cover ja damals immer von diesen ganzen Bands irgendwie Kult, auch bei Depeche Mode und all sowas. Die hatten ja immer witzige Maxi-Singles. Front sowieso finde ich immer sehr coole Cover, Nitzer Ebb auch immer sehr, ja, eigenwillige Dinger mit irgendwelchen Zahlen drauf, sehr spartanisch, aber irgendwie Kult. Das Ganze dann nochmal im ähnlichen Design, und zwar haben wir hier Nitzer Ebb Compilation Album 84-86. Da seht ihr sie, wir können ja einmal gucken, was da so für Songs drauf sind. Ja, da seht ihr schon, ist so ein bisschen verschiedener Kram drauf. Leider ist die nicht ganz im Top-Zustand. Da sind ein paar Kratzer drauf. Leider springt auch ein Song von der Scheibe, was auch sehr, sehr schade ist. Aber ja, ich habe sie da auf der Record Fair wirklich zum relativ guten Kurs bekommen. Würde ich irgendwann nochmal, wenn ich sie nochmal günstig kriege, ersetzen. Im besseren Vinyl. Momentan kann ich damit leben. Kommen wir zu diesem Werk. So Bright, So Strong. Hier außerdem, das ist Douglas McCarthy auf der linken Seite, der Sänger. Und ja, da seht ihr die Rückseite. Ich weiß gar nicht, ob das hier das Debütalbum war. Da muss ich jetzt wirklich lügen. Also ich bin jetzt nicht der 100% Profi bei Nitzer Ebb. Aber es könnte schon gut sein, dass das eins der ersten Alben hier war. Sicher bin ich mir nicht. Also da müsste ich jetzt wirklich in die Tiefe gehen und gucken, welches Album da jetzt zuerst rauskam. Was haben wir denn hier? 1988. Oh, ist schon ein bisschen her. Da war ich noch jung und knackig, wie man so schön sagt. So, dann kommen wir hier zu Nitzer Ebb Product 1987, That Total Age. Wir können ja mal ganz kurz hier gucken. Nee, das ist noch älteres Album. Die ist 86, 87 rausgekommen. Die andere eben, was hatte ich jetzt gesagt, war von... nee, hier steht jetzt 1985. Wo habe ich denn das eben gelesen? Mich doof? 85, 86, das sind irgendwie beide aus der Richtung. Keine Ahnung, was da jetzt. Ich denke mal doch, dass die andere zuerst rauskam und das hier dann danach. Da haben wir dann hier einmal schon mit Mute Label. Das Ganze kommt mit so einer bedruckten Innenhülle. Und da haben wir dann nämlich Songs wie Join in the Chant, Let Your Body Learn, Let Beauty Loose, finde ich ein mega Song.
Was haben wir hier? Da ist Fitness to Purpose, Violent Playground, Murderous und Smear Body. Das ist auch eine mit der besten Platten, finde ich, von Nitzer Ebb. Die ist wirklich richtig cool. Schöne Scheibe. Also wenn ihr ein bisschen Eindruck haben wollt, was die Jungs so gemacht haben, dann hört in die Scheibe rein. Da könnt ihr einen guten Eindruck bekommen. Ja, kommen wir zum Wendepunkt von Nitzer Ebb. Da ist wohl, finde ich, mit einer der besten Songs der Band drauf, einer wohl vielleicht auch der bekanntesten Songs der Band, aber auch, finde ich, mit einer der schwächsten Platten der Band, weil auf der Platte ist für mich nur wirklich der eine Song gut und da rede ich von Getting Closer. Getting Closer ist wirklich ein absoluter krasser Song, obwohl wir haben ja noch Fun to be Had drauf, der ist auch ganz gut. Die anderen Songs sind wirklich nicht so meine Favoriten. Ist ein sehr, sehr eigenwilliges Album. Ja, keine Ahnung, haben sie ein bisschen vielleicht experimentiert. Hier NEP 90, Nitzer Ebb Production, die Abkürzung. Das Ganze, oder Nitzer Ebb Product, so rum. Das Ganze mit Innenhülle und dann kommt auch wieder eine Mute-Schallplatte. Ja, das ist Showtime. Cooles Cover in diesem leuchtend Orange. Aber leider finde ich das Album nicht sehr gelungen. Danach ging es weiter. Und zwar wurde dann der Stil noch ein bisschen mehr geändert. Es kam stellenweise ein bisschen Gitarren rein und ja, dieser ganz harte Elektrobeat ist rausgegangen, was ich stellenweise nicht schlecht fand, aber auch ein bisschen geschockt war über diese Änderung. Es ist ja immer, wenn Bands einigermaßen erfolgreich werden, das war damals mit Nitzer Ebb so, dann, die sind ja auch Vorband von Depeche Mode gewesen und so. Und dann wird es halt manchmal schwierig, wenn Labels anfangen wahrscheinlich reinzureden, was eine Band zu machen hat. Ich befürchte, dass es damals hier in dieser Richtung passiert ist. Da wurde es sehr anders. Obwohl ich sagen muss, Family Man ist ein okay Song. Und das ist eine EP hier außerdem. Und Come Alive, finde ich, ist ein sehr, sehr cooler Song. Also die Platte ist, ja, auch ein bisschen so der Wegweiser gewesen zu einer neuen Nitzer Ebb Zeit. Und ja, jetzt kommt im Prinzip der Nachfolger, wo das Ganze dann nochmal deutlicher wurde. Und zwar haben wir hier Ebbhead, obwohl da mein mit Lieblingssong der Band jetzt wirklich auch drauf ist. Hier auch schon seht ihr Family Man mit auf dem Album drauf. Und dann haben wir hier hinten ja, diese Rückseite, da steht nicht viel. Wir gucken einmal ganz schnell rein. Gelbes Innencover mit Texten und dann habt ihr hier wieder ein Mute-Label. So sieht das Ganze aus und da muss ich wirklich sagen, um mal kurz auf die Songs einzugehen, wir haben hier I Give to You, finde ich einen sehr, sehr gelungenen Song. Dann auf Seite 2 kommt Ascent und Ascent ist für mich einer der coolsten Songs mit von Nitzer Ebb, die es gibt. Ich finde, der steigert sich total stark. Ich liebe es, wenn die Drums einsetzen. Also wer den Song sich mal anhören möchte, hört ihn durch, weil ich finde, er steigert sich immer so einen Moment weiter und ist einfach, ich finde ihn einfach geil. Ist ein absolut geiler Song, zeitlos und genial. Dann haben wir hier noch Godhead, ist eine härtere Nummer, aber auch kein schlechter Song, muss man echt sagen. War damals sehr viel auf MTV und so zu hören und zu sehen. Aber Ascent für mich hier der Anspieltipp ist echt ein absolut cooles Lied. Und das war's auch schon mit meiner Nitzer Ebb Sammlung. Und da hat es für mich dann ein bisschen aufgehört. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was die Band danach noch rausgebracht hat. Ob es noch Alben gab. Ich bin der Meinung, es gibt noch ein Album, wo, das habe ich glaube ich nur auf CD, so rot-blau unterteilt oder rot-gelb unterteilt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, wie das Album jetzt heißt, aber das war, finde ich, überhaupt nicht gut. Und was danach kam, kann ich wirklich nicht sagen. Da habe ich ein bisschen den Fokus auf Nitzer Ebb verloren, weil mittlerweile Bands rauskamen, die mich dann mehr gecatcht haben damals, wie VMV Nation, Apoptygma Berserk, Project Pitchfork und all sowas, wo ich dann mehr das verfolgt habe. Und Nitzer Ebb ja ein bisschen abgedriftet ist von dem, was sie ursprünglich gemacht haben. Immer noch eine coole Band. Super schade, dass Douglas McCarthy nicht mehr unter uns weilt. Finde ich ein großartiger Sänger. Ich konnte die Band Gott sei Dank mal live sehen. Demnach ja, bin ich da sehr, sehr froh. Das war nämlich damals auf der Ebbhead Tour. Da war ich glaube in der Markthalle in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Aber ich war auf jeden Fall auf einem Konzert, konnte Gott sei Dank die Band einmal live sehen in ihrer richtigen Besetzung. Eine Zeit lang hat der zweite Mann, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, alleine weitergemacht. Habe ich mal auf Mera Luna einen Live-Clip gesehen. War jetzt gar nicht so schlecht, aber auch nicht so richtig gut, weil die Songs, die alten konnte er singen. Aber ich finde, die Sachen, die halt Douglas McCarthy singt, das kriegt er nicht hin. Also demnach war es schön, als Douglas McCarthy wieder reinkam in die Band und wieder live mitgemacht hat und sogar mit Front 242 auf Tour gegangen ist, dann die beiden in der Combo. Ich habe das leider absolut verpasst. Ich hätte es zu gerne gesehen. Die beiden, finde ich, Urgesteine und Wegbereiter der Electronic Body Music auf einer Bühne. Es wäre ein Hammer gewesen, das zu sehen. Und leider, ja, habe ich das verpasst. Okay, ich habe viel geredet, es reicht. Nitzer App, ich wollte es euch einmal zeigen. Coole Band, wer ein bisschen auf Elektro-Gitarrenmischung steht, hört gerne mal rein, sind stellenweise auch ein bisschen härter. Godhead ist da ein Anspieltipp, wer härteres hören möchte. Wer auf richtig stumpf Baller IBM steht, die alten Sachen, Let Your Body Learn anhören, Let Beauty Loose, das sind für mich Anspieltipps. Also sehr, sehr coole Sachen, die Nitzer App gemacht haben. Und ja, leider ist es jetzt vorbei mit, ja, man weiß es nicht, vielleicht macht er ja alleine weiter, aber leider ist es dann für mich nicht mehr dasselbe. Okay, ich bin raus, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und was bleibt mir anderes zu sagen? Keep on rockin'. Tschüss.